Es geht ja um das Plan B-Seminar. Und auf dem Plan B-Seminar, das diesmal am 8. und 9. Juli in Zürich stattfindet, sind ja jede Menge Experten und Profis auf den unterschiedlichsten Gebieten als Referenten eingeladen. Und wir stellen ja in diesem Video wieder einen unserer Experten vor. Lieber Henning Schwarzkopf, wir sind sehr froh, dass Sie wieder dabei sind bei unserem Plan B-Seminar diesmal. In London hatten wir schon sehr erfolgreich gemeinsam ein ähnliches Seminar durchgeführt und jetzt freuen wir uns auf Zürich. Und die Zuschauer und Zuhörer, die diesmal das erste Mal dabei sind natürlich ganz gespannt. Was ist Ihre Expertise? Was werden Sie den Anwesenden dort erzählen und zeigen? Es geht ja darum, dass sehr viele auf der Suche sind nach einem Plan B, was Vermögensschutz betrifft. Viele wollen ihr Vermögen diversifizieren. Viele suchen nach Alternativen. Wo könnte mein Wohnsitz, also verlagere ich meinen Wohnsitz, meinen Firmensitz, nehme ich vielleicht eine zweite Staatsbürgerschaft an und so weiter und so fort. Das sind alles Themen, über die sich sehr viele Menschen zurzeit Sorgen machen. Dafür gibt es das Plan B-Seminar. Jeder Experte bringt auf seinem Gebiet seine Expertise mit. So, und jetzt Sie bitte, was ist Ihr Beitrag auf dem Plan B-Seminar? Ja, also zunächst einmal ganz herzlichen Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Das war ja, da Ihr Seminar in London war sehr beeindruckend. Ich fand das sehr gut, die Qualität und die unterschiedlichen Referenten. Das war für ein Zuhörer sicherlich sehr, sehr interessant. Für mich auch. Mein Teil, den ich zu dem neuen Seminar, wie auch schon in London beitragen kann, liegt einfach daran begründet, dass ich bin Jurist von Haus aus, ich bin Anwalt hier in Hamburg und in Frankreich. Ich habe an mehreren Orten in der Welt gelebt. In Florida, ich habe studiert und Monaco gelebt und seit vielen Jahren auch in Asien. Also ich kenne mich relativ gut aus in der Welt und weiß, wo die Stärken und die Schwächen der einzelnen Gebiete sind. Und dabei ist mir immer wieder aufgefallen, dass Singapur außergewöhnliche Chancen bietet für Leute, die eine Alternative zu Deutschland und Europa suchen. Insofern würde ich gern auf der Veranstaltung mir über Singapur und seine Vorzüge berichten. Klasse, super. Und ich denke, dass das auch wirklich sehr, sehr interessant sein wird. Gerade Singapur, also auch in unserem Umfeld wird es sehr oft entweder angefragt, beziehungsweise andere, die sich das erste Mal damit beschäftigen, sind total überrascht, was Singapur wirklich, wie Sie es gerade schon gesagt haben, eben zu bieten hat. Ne? Also da werden wir einiges Spannendes hören. Ich freue mich schon sehr drauf. Ja, ich auch. Ja. Genau, vielleicht nochmal, Sie hatten ja eingangs drüber gesprochen von dem Seminar, was wir auch in London schon hatten. Viele überlegen ja, kann man denn nicht einfach heutzutage alles im Internet einfach sagen wir mal, ergoogeln, ne? Wobei es auch Suchmaschinen noch gibt, die ich jetzt aber hier nie alle der Reihenfolge nach aufzählen will. Aber viele sagen ja, ich kann alles heute googeln, ich kann YouTube-Videos gucken und so weiter und so fort. Aus Ihrer Sicht, was ist der besondere Reiz und Charme, zu einem Präsenzevent zu gehen, so wie wir ihn jetzt in Zürich wieder veranstalten? Also das liegt ja auf der Hand. Also ich kann mir natürlich, wie Sie sagen, alles anlesen, aber entscheidend ist doch, dass man auf diesen Seminaren wie in London und jetzt auch in Zürich die Referenten direkt vor Augen hat. Man kann ihnen ins Auge blicken, man kann zur Seite treten mit denen, man kann sagen, pass mal auf, ich habe hier eine Frage, das möchte ich jetzt auch nicht in einer Fragestellung vor Publikum mit Ihnen erörtern. Ich möchte einfach mal eine halbe Stunde mit Ihnen in die Hotelhalle gehen oder in einen besonderen Raum oder wir treffen uns danach irgendwo zu einem Getränk irgendwo. Und das hat man kann den Referenten wirklich gezielt seine besonderen Fragen stellen. Das kann man natürlich online nicht machen. Sicherlich gibt's da Chatforen und dann gibt's da irgendwelche Leute, man kann die Leute telefonieren, aber man kriegt ja auch in der persönlichen Begegnung einen Eindruck seines Beraters. Ist der wirklich seriös? Macht er einen seriösen Eindruck? Ist er kompetent mit dem, was er sagt? Man kann ja aus wenigen Worten schon heraushören, ob er nur rumbläht, wie wir hier in Hamburg sagen, oder ob er vielleicht ob er wirklich Ahnung hat. Also insofern, das ist einfach ganz klar, diese Seminare bieten eine außergewöhnliche Möglichkeit, Wissen sofort und ganz gezielt abzufragen und dann sich dann zu entscheiden, also das reicht mir oder möglicherweise muss ich doch nochmal jemand fragen oder ich gehe nochmal ins Internet. Aber dann kann man den Referenten ja danach auch wieder anrufen und sagen, Mensch, ich habe jetzt im Internet das und das gefunden. Das ist mir bei ihr aus der Unterhaltung noch nicht ganz klar geworden. Also ich finde, das ist also
Das kann man eigentlich überhaupt nicht vergleichen. Das Internet ist eine gute und Bücher, Fachbücher sind eine sehr gute Vorbereitung auf das, was man vorhat. Aber letztlich kommt es darauf an, dass man einen persönlichen Kontakt hat und die persönlichen Erfahrungen hört mit den jeweiligen Stärken und Schwächen des eigenen Vorhabens. Absolut. Besser hätte ich es nicht zusammenfassen können. Übrigens eine Sache noch, auf die ich gerne noch hier hinweisen möchte an dieser Stelle. Und zwar jeder, der zu unserer Veranstaltung kommt, hat ja noch 2 Boni mit beim Buchen eines Tickets. Das erste ist, jeder, der ein Ticket bucht, solange Vorrat reicht, also momentan bieten wir das noch an, darf kostenfreien Familienmitglied mitbringen, weil Vermögensschutz oder vielleicht sogar eine Firma im Ausland gründen oder einen Wohnsitz ins Ausland verlagern oder noch eine andere Staatsbürgerschaften so als Plan B und als Sicherheitskonzept. Das ist schon eine Sache, die sollte man als Familie auch entscheiden. Das ist gut, wenn man auch als Familie schon da gewesen ist. Also man kann Sohn, Tochter oder einen Ehepartner vielleicht mitbringen. Oder natürlich, man könnte auch, wenn es jetzt mehr was Geschäftliches ist, einen Geschäftspartner mitbringen. Einer hatte in London auch seinen Steuerberater mit. Auch sowas durchaus machbar. Und der zweite Bonus, und da komme ich auf was zu sprechen, was Sie auch gerade erwähnt haben, was ein Vorteil ist im Nachgang. Also man sagt, es ist nicht zu Ende, wenn man diesen Event besucht hat oder dieses Seminar besucht hat. Bei uns ist ein Jahr lang, lieber Zuschauer, lieber Zuhörer, ganz wichtig, ein Jahr lang ist die kostenfreie Clubmitgliedschaft im New Horizons Club drin. Das bedeutet, alle, die jemals ein Event oder ein Seminar bei uns besucht haben, sind in so einem gemeinsamen Clubbereich zusammengeschlossen. Dort kann man jederzeit, wenn man eine Frage hat, einfach eine Frage in ein Forum eintragen. Und die Experten, die beim Seminar sind, genauso wie natürlich auch wir jetzt von Perspektive Ausland, beantworten dann da drin diese Fragen. Das kann natürlich in dem Fall vielleicht auch mal ein paar Tage dauern, bis die Antwort kommt. Aber im Gegensatz zu einem vielleicht kostenpflichtigen Beratungsgespräch ist das eben dann im Preis des Seminars mit dabei gewesen. Und einmal pro Monat gibt es ein Webinar für diejenigen, die ein Seminar besucht haben. Und dann haben wir so einen geschlossenen Bereich. Da sind nur Menschen drin, also Referenten und Besucher eines Seminars. Und da kann man sich unterhalten. Wir haben ein Thema. Zum Beispiel morgen ist bei uns das Thema alles, was man über Dubai wissen kann. Dubai als Wohnsitz, als Unternehmenssitz, Dubai als Investitionsstandort. Macht es Sinn, dort Immobilien zu kaufen? Also nur mal ein Beispiel, das was morgen da stattfindet. Für diejenigen, die schon mal ein Seminar besucht haben, ne, und für die Referenten. Und sehr, sehr spannend. Und auch noch obendrauf, im Prinzip alle 2 Monate gibt's Call-in-Days. Gibt es ein kostenfreies Beratungsgespräch mit Sebastian Sauerborn oder auch jemanden vielleicht aus dem Team, wenn man spezielle Fragen hat. Und das ist alle 2 Monate, kann man das einmal buchen. Das heißt, es gibt sozusagen eine Nachbetreuung für 12 Monate auch zu diesem Thema noch. Also deswegen denke ich, ist das Ticketpreis muss natürlich bezahlt werden, beglichen werden. Das Ticket muss gebucht werden. Aber es ist unwahrscheinlich viel drin und man kommt damit eben auch wirklich seinem Ziel ein Stück näher oder erreicht es sogar dann. Also ich kann nur sagen, lieber Herr Schwarzkopf, ich freue mich schon, wieder mit Ihnen gemeinsam in Zürich zu sein. Hoffe auch, den einen oder anderen, der jetzt hier dieses Video gesehen hat, auch neu kennenzulernen. In Zürich dann. In dem Sinne. Herr Taborek. Ich freue mich auch und dann sprechen wir uns da und dann bis in einem Monat ungefähr. So ist es, ne? Bis bald. Bis dann. Tschüss. Bereitet unsere zunehmend instabile Welt auch dir schlaflose Nächte? Sorgst du dich um deine Sicherheit und dein Vermögen? Die EU bereitet sich ja allem Anschein darauf vor, mit einem neuen Vermögensregister, Bargeldbeschränkungen und strengen Kontrollen von Kryptowährungen, die Kosten für die Bewältigung der letzten und aktueller Krisen zu decken. Was du jetzt brauchst, ist ein Plan B mit konkreten Maßnahmen, die deine Familie und dein Vermögen bestmöglich schützen können. Und genau darum geht es auf unserem Plan B-Seminar in Zürich am 8. und 9. Juli. Lerne von Experten sofort umsetzbare Tipps und vernetz dich mit Gleichgesinnten. Und wenn du dich heute noch anmeldest, sicherst du dir sogar ein kostenloses Ticket für eine Begleitperson.